das Coolste ist, auf die Theresienwiese zu fahren, morgens in die Arbeit zu rollen, wenn du weißt, dass hier einen Monat vorher noch das größte Volksfest der Welt in Full Swing war und du eigentlich nirgendwo durchkommst und alles voller Zelte ist und du kannst ganz gemütlich durchrollen und es ist niemand außer dir da. Das ist einer von den coolsten Gegensätzen, die man in so einer Stadt haben kann. Ich lerne München immer wieder ein bisschen neu kennen. Und je nachdem, wo ich dann durchfahre oder zu einer anderen Uhrzeit, an einem Ort wieder ein bisschen anders kennen, als so, wie man vielleicht gedacht hat, dass es ist. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Von München aus ist man wahnsinnig schnell in den Bergen. Draußen zu sein, in die Berge zu gehen, da war ich schon wahnsinnig oft. Ich kenne da jeden zweiten Stein. Und anderen Blick zu haben, wirklich in die Weite schauen zu können, ist was Angenehmes, Schönes für mich. Und manchmal muss ich einfach den Kopf lüften, draußen sein. Und manchmal muss ich mich schon ein bisschen auspeitschen. Und das kann dann auch schon sein, dass wenn ich danach nach München zurückkomme und in die Arbeit fahre, dass mir auf dem Weg in die Arbeit auch der Gaul durchgeht. Und auf dem Rad ist das bedeutend besser, glaube ich, als wenn man das im Auto auslebt. Was ich in der Schweiz immer noch sehr schätze, ist dieses Vertrauen, Sachen sauber und richtig zu machen und sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Und was mich bei Orange schon immer fasziniert hat und was ich auch merke, dass andere Leute anspricht und mitnimmt, ist dieses, wie eigene Uhrwerke konzipiert und gebaut werden. Und die Brand ist nahbar und ich kann auch wirklich ganz bis unten tief reinlangen. Das kann ich bei anderen Brands einfach nicht und das gebe ich sehr gerne an andere Menschen weiter. Wenn du eine Rolex am Handgelenk hast, das ist wie ein 911er. Das ist ein ganz klares Statement. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen einer Marke wie Orange und einer Marke wie Rolex. Zu sagen, das ist ein bisschen differenzierter. Und ich habe da ein bisschen tiefer reingeschaut und ich kann mich mit der Marke selber besser identifizieren. Also ein Concierge ist erstmal jemand, der einen Kundenwunsch erfüllt. Wir sind für den Kunden da, um ein bisschen die Wünsche von den Augen abzulesen und Dinge möglich zu machen, die woanders nicht möglich sind. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ich glaube, wo man sich trifft, das ist vielleicht noch mit der größte Unterschied gegen einen Juwelier oder gegen irgendeine Boutique, weil wir können uns aussuchen, wo wir uns treffen. Und wenn der Bock hat und sagt, du, ich habe heute Abend wahnsinnig Bock, ein Bier zu trinken und ich mag mir unbedingt eure Uhr anschauen, treffen wir uns später, dann können wir uns in einer coolen Bar treffen um 21 Uhr und reden über Uhren. Und wenn er sagt, weißt du was, genau das, treffen wir uns morgens auf dem Viktualienmarkt, trinken einen Kaffee und jeder geht danach in die Arbeit. Und das kannst du bei einer anderen Firma nicht machen. Und das ist so ein bisschen die Wünsche ablesen, wie kriegen wir das hin? Und wir sind einfach wesentlich flexibler als ein größeres Ladengeschäft. Der Horm ist ein ziemlich spezielles bayerisches Wort. Auf jeden Fall ist man der Horm, wenn man sich wohlfühlt, wenn es einem gut geht. Man kann ungezwungen zusammensitzen, dann ist man der Horm. Ich bin Andi Schmidt, ich bin euer Concierge hier in München und ich freue mich drauf, wenn ihr hier vorbeikommt.